Hi guys, today I will show you a card, and I just started with my new die I had here with this bumblebee, and I cut it out just to try and have a look how it gets cut out and how the quality is, and so on and so on. And I saw that cut out and I thought, well, that would make a nice stencil, and then I thought, yeah, going on with that. And I use it here with this embossing ink in a bottle. Went through the stencil on my background. I will go over with black embossing powder, and then it will be my background for the die I cut out. And it's not neat, but it doesn't matter. It doesn't need to be, because it will just be the shadow and background. But I think it's just perfect. Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine Karte gemacht, und zwar habe ich diese Hummelstanze, die habe ich dann einfach mal ausgestanzt, um zu gucken, wie die qualitativ ist. Natürlich gut, klar. Und habe dann gedacht, Mensch, diese ausgestanzte Teil, also das Negative, das kann man super als sag schon, Stencil, Schablone benutzen. Und manchmal geht es ja nicht, wenn da zu viele Teile raus sind. Aber in dem Fall war das noch detailliert genug, und habe die dann hier auf dem Papier aufgebracht mit diesem flüssigen Embossing Ink. Und das war jetzt mit schwarzem Embossing Pulver. Das ist jetzt nicht ganz so detailliert geworden oder nicht ganz so perfekt, aber das macht nichts, weil ich will das als Hintergrund benutzen, im Prinzip so als Schatten. Da kommt dann hier dieser ausgestanzte Teil, kommt dann oben drauf. Das koloriere ich jetzt gerade, und dafür benutze ich hier meine Tombos und ein paar von meinen Faber-Castell-Markern und gehe dann immer schön drüber, verblende es und so weiter. Benutze hauptsächlich hier das Orange und ein bisschen oder Gelb und ein bisschen dunkleres Gelb. Für die Flügel nehme ich ganz, ganz verdünntes Grau, weil die Flügel sind ja nicht rein weiß. So ist es ja nicht. You know, I'm colorizing here and of course staying in the bee colors. For the wings, actually, I'm using a very, very watered down grey, because wings are not really white, aren't they? So a tiny bit of grey, and that will do it. I will put more paint on later, you will see, but first I will go around the edges with a black marker just to get rid of the white. Ich habe dann hier noch ein bisschen mit dem Marker gearbeitet an den Kanten, einfach um das Weiß loszuwerden an den Kanten, nicht mehr. So, und dann fange ich an, mit dem Hintergrund zu arbeiten. Und zwar, ich wollte jetzt keine Aquarellfarbe benutzen, weil ich war mir nicht sicher, ob ich noch viel Weiß nehme, und auch keine Inks, weißt du, weil ich nicht wusste, was ich noch nehme. Und gerade auf Inks oder auch auf Aquarellfarbe, Weiß, wenn du stempelst, nimmt ja doch die Farbe sehr an. Und darum habe ich mich entschieden, hier meine High Flows zu nehmen und mit Wasser im Hintergrund. Und im Prinzip sehen die hinterher auch aus, als wäre es ein Aquarell, aber es ist permanent, und das ist das Schöne. Ich nutze hier ein helles Türkis und ein dunkleres. You know, for the background, I'm using my high flows here. I thought about using watercolors or inks, but I wasn't sure about how I will stamp in white or not. You know, when you're stamping in white on inks or watercolor, it will show through, and so that's why I made the decision to use my high flows here with water in the background, so they are acting a bit like watercolors, and it looks a bit like that, you know, all this puddle thing. And yeah, so, but when it's dry, it's permanent, and that's a good thing, so you don't have to worry about what you're using. And then when I saw my blues there, the turquoise, I thought, oh, I would like to use my neon colors. You know, you have to get the contrast with its complementary colors, and that's what I really like, and I really, really do. You know, when you know my videos, you know that I love it. So I put some of my bumblebee, and the rest I picked up here and put some dots all over the page. Ich habe mich dann entschlossen, weil als ich das Blau gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch,
Das wäre schön mit den Komplementärfarben, mit denen ich natürlich sehr gerne arbeite, weil das knallt einfach. Das ist so ein toller Kontrast. Ich finde es einfach super schön. Und dann habe ich mein Orange, Neon Orange rausgeholt und auf die Hummel draufgepackten Teil und den Rest verteile ich jetzt hier als Punkte auf meine Seite. Und meine Hummel geht jetzt hier mit 3D-Schaumtape auf dieses schwarz Embosste. Und dann sieht man auch nicht mehr, dass das nicht ganz so schön embossed ist. You know, I glue my bumblebee here with 3D tape onto the black embossed part, and then you can't really see that it's not that neat embossed. But because I only wanted to have it as a shadow anyway, so and bit of stamping here and there, and while I was working on it, I thought there's a bit more neon orange missing, and I thought it might be nice to use some honeycomb pattern and die cut it and put it onto the page. But I didn't have this neon colored paper, so I made it myself. Very easily done. Ich habe dann noch, während ich gestempelt habe, gedacht, ein bisschen mehr von dem Neon-Orange wäre jetzt super. Und was passt besser als diese Wabenmuster? Und habe dann aber natürlich so einen Hintergrund oder so ein Papier habe ich natürlich nicht, aber das kann man sich natürlich sehr einfach selbst machen mit seiner Farbe. Hier, um direkt so schwarze Kanten zu haben, bin ich über meine Stanze mit dem schwarzen Ink und dann schneide ich das aus. Und dann hast du direkt schwarze Kanten. Hast deine Stanze, da ist natürlich schwarz drauf, aber who cares? Also mich stört's nicht. Wenn du das nicht willst, lass es. Also es ist sicherlich besser dann. Es gibt Leute, die sind einfach so pingelig, aber es macht nichts. Das ist diese wasserfeste Tinte, ob die da jetzt drauf ist oder Peng, macht nichts. Ich habe so weit, wie es geht, runter gemacht, aber ja, mich stört's nicht, wie gesagt. You know, I cut out this honeycomb pattern and I put some black ink on the die directly just to get already the black lines outlining. So it's quite a nice little trick. I quite like to do that. Going on first here with more stamping, and then I start to put the honeycombs on. I just put them on without gluing first, just to see if they are balanced out nicely or not. Ich habe dann angefangen, meine Waben hier drauf zu packen. Erstmal ohne zu kleben, klar. Ich wollte natürlich sehen, inwieweit die Karte dann ausbalancieren oder nicht. Da bin ich gebranntes Kind. Da schaue ich vorher und klebe das nicht drauf. Und das war's dann. Nein. Ich wollte es jetzt hier von unten nach oben komplett gefüllt haben. Und ich denke, das ist ganz gut geworden. So, hier klebe ich auch schon und alles, was drüber hängt, wird abgeschnitten. You know, I'm already gluing everything on now. And everything what's sticking out, I will cut off. Yeah, what you can see me doing now. So, okay. So, at the next step, I will put some more marks, just more marks. And I'm using my little plastic tubes I'm keeping from brushes. You know, when you're buying new brushes, you have these tubes to protect them, this protection tube things, and I always keep them. I have them in all sorts of sizes, so they are pretty useful for mark making, as a mark making tool. Das ist jetzt so eine Plastikhülse, die ich mir immer aufbewahre, wenn ich Pinsel kaufe. Da habt ihr dann ja diese runden Pinsel, die haben ja immer diese, oder meistens diese Plastikhüllen drüber. Die bewahre ich immer auf, die habe ich in allen Größen und mache da einfach meine runden Kreise mit. Das ist wirklich ganz praktisch. Auf den schwarzen gestempelten nehme ich jetzt einfach noch von der übrig gebliebenen Farbe, mache ein paar Punkte hier und da. Mache ich immer, wenn ich irgendwas über habe, ich benutze das dann und ja, hier und da. You know, I had this white paint left over and just make some dots into the black stamping. And on the honeycomb pattern, I put some scribbly
sketchy, yeah, sketchy lines, and just to enhance the whole thing, to, yeah, give it more dimension. So what I do now is, of course, assembling the card. And firstly, I'm using here is in gray. I didn't want to have it in black, but didn't want to pick up the orange or the blue, so it didn't really look right to me. That's why I'm using gray, and I will put it onto Craft Card. Ich habe dann hier die Karte schon mal zusammengebaut und lege sie hier auf Grau. Ich hatte erst blau geguckt oder orange, aber es, ja, passt alles irgendwie nicht. Schwarz auch nicht. Schwarz war einfach zu dunkel, weil ich habe ja doch ganz, ganz viel weiß gelassen. Und das passt mit dem Grau ganz hervorragend. Pack das dann auf meine Kraftkarte. So, und jetzt den letzten Rest, da mache ich dann rum mit diesem blöden Wort, wohin damit? Ja, irgendwie da bin ich echt pingelig, so die richtige Stelle zu finden, aber äh, am Ende finde ich sie dann doch und packt die also relativ weit an die Hummel. Das ist so eben so diese Clusterbildung, das sieht eigentlich immer am schönsten aus. Weil wenn man die Karte oder ja, so das ganze Ding doch etwas sehr reduziert hat, ich habe sehr, sehr viel weiß gelassen, dann sieht so eine Clusterbildung immer am schönsten aus. Auch ja, am besten ausbalanciert. Und da war das Wort wieder. Yeah, I'm just fuzzing around here with my words. I wasn't sure where to put it, but at the end of the day, put it very close to my little humblebee here. Humblebee. And I left it in because to show you, you know, it is sometimes an awful to make a decision. Yeah. But in this case, I think it was the best thing to put it as close as possible to the bumblebee. So that's it. Close up is already here, and I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. Yeah, and I wish you a fantastic time and hope I see you again soon. Until then, I wish you, as I just said already, a fantastic time. And don't forget to stay creative. Bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Und vergesst nicht, kreativ zu sein. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.